Hey Leute, wir sind hier gerade im EMP Store in Dortmund und unser neues Album Back from Hell is out now. So bald. Ha, hab ich dich aus der Kalten erwischt. Jupp. Nee, ich glaube, Routine wird es insgesamt nicht, weil es ist halt irgendwie ja schon so ein Part of our life irgendwie, also irgendwie Platten zu produzieren. Es ist halt immer wieder erschreckend, weil wir haben gestern noch drüber gequatscht, ey, wievielte Album ist das eigentlich und wie viel habe ich jetzt schon mitgemacht und für ihn ist es ja das erste bei uns. Und es ist mein 11., haben wir gestern rausgefunden, seitdem ich dabei bin, seit 2003. Nein, aber keine Routine, es ist halt immer wieder sportlich, es ist halt immer wieder Fun. Ich bin aufgeregt. Um die Frage aufgeregt sind wir, natürlich. Hyped. Wir freuen uns, wir sind hyped. Das ist das irgendwie das Ding, genau, ja. Diese Frage, ne, die kommt immer wieder. Also Back from Hell, ich kann auch mein eigenes halt es gerne. Hi! Back from Hell beschreibt viele unterschiedliche Höllen für verschiedene Menschen, für verschiedene Orte. Ich glaube, jeder innerhalb unserer Band hat unterschiedliche Interpretationen von dieser Hölle. Prinzipiell ist dieses Album aber gerade für Caliban generell wie so eine Wiedergeburt. Wir kommen zurück zu Wurzeln, wir kommen zurück zu viel Metalcore-Klischees, mit denen wir alle aufgewachsen sind, mit denen auch ich aufgewachsen bin. Und dieses Album ist wie ein Querschnitt durch alles, was Caliban jemals gemacht hat. Und gleichzeitig kommt Caliban, glaube ich, prinzipiell gerade irgendwie, jeder von uns kommt irgendwie aus einem schlechten Ort. Als wir ins Studio gekommen sind für dieses Album, hatten wir alle viel Last auf den Schultern aus unterschiedlichen Gründen und haben auch vieles davon da reingearbeitet und sind glücklich, dass es so funktioniert hat. Und ja, die Hölle ist jetzt wesentlich hübscher, nachdem sie ausformuliert und tapeziert wurde. Und ist viel drauf verarbeitet worden. Und ist Gesundheit. Ist ein sehr authentisches Album geworden, finde ich. Ja, und ich finde gerade das, was du halt so sagst, dass wir halt da irgendwie so mit diesen Metalcore-Klischees wieder arbeiten und wieder so zurück zu den Wurzeln gefunden haben, finde ich immer, dass Ian das halt besonders gut beurteilen kann, weil er halt, ich sag mal, relativ neu ja in dieser Band ist und das so ein bisschen außenstehend halt auch noch betrachten kann, jetzt so mit seiner ersten Produktion mit Caliban zusammen. Von daher ist das immer schön, wenn er das halt so formuliert, dass du halt weißt, weil du manchmal halt so als Alteingesessener, sage ich jetzt mal, verliert man ja so ein bisschen den Blick da drauf oder dieses glasklare Sehen. Deswegen finde ich das immer ganz gut, wenn Ian das halt nochmal so aufgreift wie jetzt gerade und dir das einfach auch nochmal bewusst wird. Ach geil, wir sind eigentlich wieder da, wo wir herkamen und was uns einfach gut steht. Ja. Ich bin gestern bei der Produktionsprobe in Lahnstein gemacht. Ich glaube, Back from Hell und Beloved and the Hatred hintereinander weggespielt. Und das hat sich angefühlt wie ein Guss. Das war so eine Band, irgendwie ein Ding. Und das passt so gut zusammen. Und da ist auf jeden Fall viel Back to the Roots gerade passiert. Und ich persönlich feiere das dann natürlich, weil ich ja von Fanboy zu Member in meiner Transition, denke ich mir so, ja, komm. Deshalb, wir freuen uns auf die Tour. Gibt die ein oder anderen Live-Überraschungen geben von Songs, die ich selber auch seit 20 Jahren nicht mehr live gesehen habe. Ja. Ne? Ja. Und von daher. Wir freuen uns drauf. Es wird Überraschungen geben. Aber ich habe auch gestern, als wir die Setlist einmal mal durchgeprügelt haben, irgendwie so im Echtlauf, wie kurzweilig diese Setlist ist. Also man hat gar nicht das Gefühl von wegen so, oh fuck ey, 15 Lieder, da musst du dich jetzt durchbeißen. Also das geht irgendwie, war die so runtergespielt. Sie flutscht, ne? Nur Bock gemacht. Sie flutscht. Genau. Flutschi. Flutschi. Mark hat dieses Album angefangen zu konzipieren, bevor ich überhaupt in diese Band gekommen bin. Also Mark hätte jetzt gesagt 2,5 Jahre. Wenn wir mal gucken, wir haben jetzt Ende April, Mai 2025, also der war in 22/23 schon damit beschäftigt, irgendwie Sachen zu sammeln. Marks Anspruch war es zu dem Zeitpunkt, okay, wir müssen hier mal ein bisschen so einen Switch machen. Irgendwie so gucken, ob wir mal ein bisschen neue Einflüsse da reinkriegen. Da kam dann Buster ins Spiel. Mark hat halt angefangen mit Buster irgendwie Sachen hin und her zu produzieren. Die waren natürlich alle ultra heavy, ne?
Und Busta ist ja nicht nur wegen Vegeta, sondern auch Throne irgendwie, ne? Dann kam gleichzeitig dieses ganze Konzept, dass wir beim Drave, also David Boyle, ne? Kennen wir ja auch von Vitya früher, im Studio Vocals aufnehmen. Und dann kam Matti irgendwie dabei, der auch Marks Trauzeuge ist übrigens, kennen sich. Und dann wurden halt Ideen einfach hin und her geworfen im Studio. Und Matti ist halt so der direkteste Typ, den es so gibt, wenn es darum geht, das ist gut, das ist scheiße, das ist eine gute Idee, das ist eine schlechte Idee. Und halt in Sachen Vocals auch einfach schnell und sagt, jetzt da ein Shout, hier, da. Und so wurde halt dieser Ideenpool halt extremst erweitert. Und dann kam Benny Richter dazu und so hatten wir halt ein riesengroßes Team voller Leute, die einfach Bock hatten, sich da einfach kreativ irgendwie mit auszutoben und einfach mit uns im Studio abzuhängen. Und genau, also so kam dann das irgendwie dann zusammen. Und das ist auf jeden Fall, das Ergebnis spricht ja für sich, weil auch diese Einflüsse dieser einzelnen Leute da auch irgendwie mit drin sind. Und genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. Kamen auch gerade ein paar Leute rein, haben Hallo gesagt, hallo, guten Tag. Ja, die Frage war halt einfach, ob es Kalkül ist, mit diesen Leuten ja zu produzieren. Ne? Ja. Aber na klar, das sind ein paar alte eingesessene Menschen, wie ein Benny Richter, der mit uns schon, keine Ahnung, seit über einem Jahrzehnt Alben produziert. Aber das andere baut sich halt auch immer so nach und nach ein bisschen auf. Ne? Dann kommt der eine mit ins Boot und dann sagt man, ey, hast du da eine Idee? Und dann, aber wir lieben das ja auch. Also viele Leute mit ins Boot zu nehmen. Ne? Oftmals kommt ja auch die Frage, oh, ihr habt wieder so viele Gäste auf dem Album. Aber auch das ist ja so ein Caliban-Ding. Ne? Also wir haben auf jedem Album haben wir geschätzte Musiker, Freunde und Kollegen, die mit uns halt Musik machen, die wir halt geil finden, die halt auch nochmal einen geilen Impact auf Caliban haben. Und ja, auch das machen wir halt immer bewusst, weil wir halt einfach so viele Menschen kennengelernt haben in den letzten 25 Jahren, Caliban, On the Road, die dann halt einfach auch gerne mit uns zusammenarbeiten und die wir halt einfach schätzen und sagen, ey, Matt, Trivium oder Head, Korn, hast du Bock? Ja, hab ich Bock. Ja, wir sind auch in einer glücklichen Lage, das haben wir letztens auch gefragt bekommen, die Frage, ob wir Leute bezahlen dafür, ne? Dass man sich halt irgendwelche Stars irgendwie einkauft, damit ja halt irgendwie diese Promo-Kampagne funktioniert. Nein, wir haben noch nie einen Cent Kohle an diese Musiker, die mit uns zusammengearbeitet haben, bezahlt, weil das sind halt einfach Wegbegleiter von uns und die machen das halt mit uns zusammen, weil es halt einfach eine geile Community ist und das bockt halt tierisch. Gefühlt super viel, also ich kann mich bei jedem Song mit der kompletten Materie auseinandergesetzt, von der ganzen Gitarren-, Bass-, Seitenwelt zu dem ganzen Programming, Keyboards, Production, Synthi-Kram im Background, den ganzen Lyrics. Wir haben uns, wann war das, Januar 2024 zum ersten Mal eingefunden im Studio und Andreas und ich haben uns erstmal hingesetzt und so nach dem Motto Flasche Wein und ein Kamin irgendwie mal quatschen übers Leben, wo wir da so stehen. Und haben festgestellt, uiuiui, wir sind hier alle gar nicht mal so an einem guten Ort eigentlich, irgendwie mental, psychisch und emotional und haben halt angefangen zu sprechen. So, ich kam aus einer scheiß Trennung, Andreas hatte viele Rucksäcke dabei irgendwie. Dann haben wir die alle in einen Topf geworfen, das in diesem ganzen neuen Studio-Environment in Köln halt auch einfach viel besprochen und ja, haben so unsere Herzen auf den Tisch gelegt irgendwie und daraus ist halt einfach viel entstanden. Also jeder Song zu jedem Song kann ich dir ein Essay schreiben darüber, worum es da geht und was da das Gefühl bei war. Ja, es ist halt sehr, sehr persönlich geworden. Und insofern konnte ich dann, denke ich, schon relativ viel Einfluss darauf nehmen. Da ist irgendwie viel von meinem ganzen Gedankenmist irgendwie mit reingewandert und hat sich gut angefühlt. Und es hört sich auch gut an. Also das Kompliment will ich dir auch mal geben. Also ich finde, du hast halt gerade in dieses ganze Caliban-Team halt auch echt viel gute Energie und echt einen tollen Impact gehabt. Also ich finde das Album super, deine Gesangssachen, die gefallen mir unheimlich gut. Ich habe dich ja früher immer schon hier mit Disaster Kids schon gefeiert, seine Stimme und sowas. Und ich bin halt echt froh, dass ihn mit an Bord ist und da echt einen guten Job mit uns. Es fühlt sich halt auch alles total natürlich an. Also gestern irgendwie Produktionsproben gehabt, auch für den ganzen neuen Songs. Die Sachen, die kommen einfach so aus mir raus. Also es waren
viele der Toplines und viele der ganzen Songs, wie sie auch so entstanden sind, waren auch so First Try, First Take, so ist das, so machen wir das. Ist deshalb halt auch sehr direkt irgendwie. Sehr rough, sehr direkt, sehr ehrlich und fühlt sich auf jeden Fall alles musikalisch sehr heimisch an. Und ich habe jetzt 4 neue Onkels. Das ist halt geil, ne? Ja gut, das Findelkind. Das Findelkind, genau. Das Findelkind. Der war die letzten Wochen so oft bei mir und meiner Frau zu Hause und wir haben den so oft und lange beherbergt, dass wir ihn halt mittlerweile so als Findelkind aufgenommen haben. Auch unsere 2 Kids akzeptieren ihn jetzt als großen Onkelbruder. Cousin. Genau. Nee, also erstmal muss man dazu sagen, also wir waren ja mit Marco in dieser Konstellation 18 Jahre als Band ohne Besetzungswechsel. Und Marco war ja nicht einfach nur ein Bassist der Band, sondern also der ist von mir ein sehr langjähriger Freund, schon aus Koblenz-Zeiten. Wir haben früher schon bei Six Reasons to Kill zusammen Musik gemacht. Und es hat sich am Ende des Tages halt falsch angefühlt, nachdem wir haben ihn ja nicht gekickt oder so ein Kram, sondern das war halt so ein beiderseitiges Ding. Okay, es funktioniert halt nicht mehr, wir haben jetzt andere Prioritäten im Leben, er hatte andere Prioritäten. Und dann hat man an dem Punkt gesagt, okay, dann geht's halt so nicht weiter, ne? Weil wir wollen ihm nicht im Weg stehen, er soll uns aber auch nicht im Weg stehen. Und dann hat man sich halt getrennt. Aber es hat sich halt falsch angefühlt, irgendwie zu sagen, wir holen jetzt einen neuen Mann rein, weil das ist halt nach 18 Jahren, das ist halt eine Familie, ja. Also ich habe Jahre gehabt, wo ich mit den Jungs also mehr Zeit verbracht habe, wie mit meinen Eltern, mit meiner Frau oder mit meinen Freunden zu Hause, ja. Wenn du 200 Tage im Jahr unterwegs bist, da bleibt halt daheim nicht mehr viel übrig. Und es war halt einfach falsch zu sagen, wir holen jetzt einen neuen Mann rein, weil Marco uns nichts wert war. Also das war halt eben nicht so. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt erstmal zu 4 weiter und lassen das ganze Ding halt mal sacken. Bis ich angefangen habe zu stressen. Ne? Bis du dann angefangen hast zu stressen. Also man muss auch dazu sagen, als das Announcement kam, hatte ihn mir direkt auf Facebook geschrieben, ey, ich lerne Bass, aber nimmt mich. Bass. Ja, also er ist ja ein sehr guter Gitarrist, kann ja natürlich auch Bass, aber ich spiele Bass. Bitte nimm mich in die Band. Und ich habe dann erstmal gesagt, ey, Alter, klar, schöner Gedanke, aber lass mal gut sein. Und dann war es auch für ein Jahr oder so halt auch gut gewesen. Ja, bis es dann am Ende des Tages dann doch dazu kam, dass eine göttliche Fügung, genau. Ich will jetzt nicht zu viel Süßholz raspeln, sonst kriegst du nachher noch hier einen Höhenflug oder so. Nein, aber das ist halt einfach der Grund. Also wir wollten erstmal ein bisschen Wasser den Rhein runterlaufen lassen und haben uns aber dann, ich denke, am Ende des Tages für den richtigen Mann entschieden. Ich weiß es jetzt nicht, also mir hat die Zeit irgendwie so zwischen 2004 und 2010 unheimlich gut gefallen, weil ich fand halt diesen Metalcore, du hast gerade eben gesagt, von wegen, das war ja vielleicht auch mal ein Schimpfwort gewesen, als dieses Ding da irgendwie entstanden ist. Ich habe das nie als Schimpfwort gesehen. Mir war halt damals auch schon bewusst, dass die Presse etc. pp, die brauchen halt Schubladen, ja. Man kann halt nicht sagen, ey, die Jungs machen irgendwie harte Gitarrenmusik, das reicht ja nicht, sondern du brauchst eine Schublade für Death Metal, da brauchst du eine Schublade für Hardcore und dann wurde halt dieses Genre Metalcore geboren, sicherlich auch mit oder durch uns oder begleitend zumindest. Aber diese Zeit fand ich schön, ich fand halt einfach so dieses harte Gebrülle und dann dieses weiche Gesinge. Das hat mir halt irgendwie immer unheimlich gut gefallen. Das war für mich, das war halt einfach, das ist Metalcore. Ja? So diese metallischen Riffs und dann diese Melodie, die dann letztendlich dann irgendwie rauskommt. Und die Ära hat mir schon unheimlich gut gefallen, muss ich sagen. Das fand ich schon stark. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Phase, die wir auf diesem Album auch wieder als Inspiration irgendwie angekratzt haben, irgendwie. Nicht zuletzt, weil das natürlich meine ultimative Caliban-Fanboy-Zeit war, aber halt einfach, weil diese Zeit, wie sich dieses Genre damals so entwickelt hat und was das ausgezeichnet hat, waren halt so diese Kernsachen, irgendwie so diese zweistimmigen Riffs, diese großen Refrains, diese Energie-Breakdowns, wo früher alle gedacht haben, langweilig, 000, Chug, 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 aber eigentlich, das ist halt typisch dafür und es musste vielleicht auch so viel Zeit jetzt vergehen, dass man das gelernt hat, wertzuschätzen. Und jetzt sind wir wieder in diesem Full-Circle-Ding drin, was halt ironisch ist, aber geil.
Das ist halt witzig, dass es halt einfach so ein Revival dadurch gibt, ne? Und dass wir zum Glück immer noch da sind. Also man hätte ja auch irgendwann hinten runterfallen können oder keinen Bock mehr haben können oder sonst was. Aber ich meine, wir machen seitdem diese Musik, die wir halt eben machen. Natürlich verändert die sich immer ein bisschen, aber ich glaube, wir sind immer Metalcore gewesen. Wir sind immer Metalcore geblieben. Wir haben uns dafür nie geschämt, sondern das war für uns einfach das Genre Musik, was wir halt gerne gespielt haben oder gerne spielen, und wir haben uns dahingehend auch nie verraten. Also das war halt immer, und haben alle Up and Downs halt auch mitgenommen für dieses Genre. Und ja, witzig ist, dass es halt wiederkommt, ne? Wie Schlaghosen und sowas. Ja, Schlaghosen, Arschgeweih, Metalcore. Ja. Also da muss ich halt auch wieder, ich sag jetzt mal, unsere Produktionsprobe für die Tour gestern sehen. Wir haben natürlich viel auch im Vorfeld intern diskutiert, welche Songs nehmen wir in die Setlist. Das sieht natürlich auch jeder ein bisschen anders, ne? Wenn du jetzt mit Marc reden würdest, der würde sich gegen 3, 4 Songs, die wir aber jetzt irgendwie durchgeboxt haben, die auf der Setlist stehen zu haben, der würde sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja? Der ist, ich sag einfach mal, natürlich unser Hauptsongwriter. Der macht das und der distanziert sich dann, weil er halt irgendwie wieder andere kreative Ideen im Kopf hat und sagt, nee, der alte Scheiße gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so gut. Ja? Aber das ist seine Meinung, das ist auch völlig in Ordnung. Wir denken da so ein bisschen anders drüber, und das hat sich meines Erachtens auch gestern alleine oder auf den Proben, aber vor allem gestern auf der Bühne bestätigt, dass dieser alte Kram, den wir da, ohne das jetzt zu groß zu teasern, aber den wir ja da jetzt mit diesen neuen Songs zusammenspielen, sich einfach echt und homogen anfühlt. Also das passt einfach gut herein. Ja, vielleicht waren wir damals technisch nicht so gut wie heute, aber das soll auch gar keine Rolle spielen, sondern es muss sich halt irgendwie authentisch und geil anfühlen, und das war es für mich gestern auf jeden Fall gewesen. Und auch so die Posts, die man schon mal gemacht hat, so ein bisschen teasermäßig, ne? Also die Resonanz auch auf alte Songs sind eigentlich ungebrochen, ne? Sind absolut positiv. Also ich glaube, die Leute haben Bock und wir werden sie nicht enttäuschen, sagen wir mal so. Also beides. Also beides das, was du fragst. Also es war halt natürlich, weil alles war auf diese Tour halt ausgelegt, ne? Also es ist ja nicht so als Band, du sagst ja nicht, ja, ich mache eine Platte, hau die auf den Markt und dann gehen wir mal irgendwie auf Tour, sondern da spielen ja ganz viele Strippen im Hintergrund halt, ne? Da muss Werbung gemacht werden, es muss halt überlegt werden, wie promotest du die ganze Chose und. Und von unserem Team aus war halt diese Tour einfach so der Fokus, mit diesem neuen Album oder zumindest das neue Album anzuteasern. Einfach der Fokus gewesen, und dann bricht halt diese große Tour. Weil das wäre halt eine große Tournee geworden, ja, also mit großen Hallen, und die bricht dir dann so weg, und das zieht dir natürlich auf der einen Seite auch so die Füße unten weg, weil diese ganze Energie und das ganze Schaffen auf diese Tour halt hinging. Aber auf der anderen Seite hat uns das wahrscheinlich auch tatsächlich diese Energie jetzt gegeben, weil wir gesagt haben, nein, scheiße, nein, wir bleiben jetzt nicht wieder ein Jahr weg und gucken mal, wie wir dann irgendwie mit dieser Nummer da rauskommen, sondern wir haben uns halt sofort in unserem Team zusammengesetzt mit Booking, mit Management, mit Plattenfirma, und wir haben gesagt, wir können jetzt nicht wieder diese Leute da draußen irgendwie enttäuschen und da irgendwie sagen, wir kommen jetzt schon wieder nicht auf Tour, ja? Sondern wir müssen jetzt da raus, und wir wollen auch da raus, weil es war halt jetzt einfach auch mal genug Zeit auf der Couch daheim, ja? Also ich meine, das ist jetzt die erste Tour, die wir seit 2018 spielen. Von daher ist es doch schon sehr lange her, ne, wenn wir da fast von 6,5 Jahren oder 6 Jahren halt sprechen. Aber das ist die Energie, die wir jetzt haben. Wir haben gesagt, nee, wir haben ein geiles Album und das hauen wir jetzt raus, und dann gehen wir fucking nochmal damit auch auf Tour. Und das macht live auch richtig Bock. Also wirklich jetzt diese ganzen, also das ist klar, also das Album heißt Back from Hell, wir spielen auf jeden Fall Back from Hell live. Dieser Track macht Spaß. Fühlt sich an, als würde wir spielen ihn irgendwie so mit der Energie von so alten Caliban-Songs. Macht sich ja dann erst wirklich bemerkbar, wenn man das alles zusammen dann auch auf so einer Bühne spielt und so. Und dann merkt man, okay, krass, das passt ja richtig. Und dieser Drive ist auch auf der Bühne innerhalb der Band am Start, wenn wir spielen. Und deshalb, also morgen ist die erste Show, und ich bin schon... Ja, wir sind sehr gespannt. Also wir sind ausgehungert auf jeden Fall. Ich glaube, jeder von uns 5 freut sich halt kaputt, endlich morgen
Oder heute Abend wieder im Tourbus zu sitzen und dann morgen zu realisieren, ach Alter, ey, wir sind echt wieder auf Tour. Wir machen das jetzt gerade wirklich. South of Heaven. Ich bin zu jung, um Slayer besser zu kennen als die klassischen 3 Songs, die alle kennen. Ozzy Osbourne ist besser. Bon Jovi, Living on a Prayer. Ja. Nein. Nein. Andreas Dörner bei Rock am Ring bei eurem DJ-Set, wo er sich gemault hat und am Ende im Krankenhaus gelandet ist. Haben wir gestern noch drüber gesprochen, weil ich wieder einen extrem hohen Drummer-Reise habe. Auf der I Am Nemesis Tour bin ich in Eindhoven bei der letzten Show im Zugabenblock vom Drumreiser gefallen, habe mir ein Bänderriss zugezogen und konnte nicht mehr spielen. Zum Glück war es die letzte Show. Das war mein Epic Fail. Wow, jetzt vor allem, weil jetzt Awakening. Boah, ich weiß nicht. 1 bis 14. Kommt auf die Show, habt viel Spaß und ja, rockt mit uns zusammen. Metal ist groß. Caliban is never die. Genau. Caliban is never say die. Genau.